Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch wieder ein paar sehr schöne, auch ganz einfache Muster, sehr gut auch für Anfänger geeignet. Also das ist Muster Nummer 1 hier unten, kann man auch sehr gut als Bündchenmuster verwenden oder zum Beispiel bei Mützen, Babykleidung und so weiter. Genauso wie zweites Muster kann man auch sehr gut für Babykleidung verwenden. Das ist dieses Muster. Dann das letzte Muster hier oben, das dritte, schaut dann so aus, kann man auch bei Mützen und vieles mehr verwenden. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. So, für das Muster habe ich 20 Maschen angeschlagen. Maschenanzahl sollte gerade sein. So stricke ich die erste Reihe, die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich alle Maschen rechts. Also die erste Reihe stricken wir alle Maschen rechts. So, am Ende der Reihe stricke ich die letzte Masche rechts und die Randmasche stricke ich rechts. Man kann diese aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. So, jetzt wende ich die Reihe. Dann stricken wir die zweite Reihe. Also ich habe die letzte Masche rechts gestrickt, deswegen hebe ich die erste Masche so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege und dann die Masche abhebe. Und jetzt stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Also eine Masche rechts, eine Masche links und so weiter. Und ich stricke hier keine verkreuzten Maschen, sondern es gibt unterschiedliche Strickarten. Also ich stricke ganz normale Maschen. Ich habe aber auch schon darüber ein Video gedreht. Steht bei mir in der Playlist Grundlagen. So, die letzte Masche habe ich links gestrickt und jetzt stricke ich eine Masche rechts, die letzte. Jetzt wende ich und die dritte Reihe stricken wir alle Maschen rechts. Also unser Musterrapport besteht eigentlich aus 2 Reihen. Wir wiederholen jetzt das Ganze ab der ersten Reihe. Also die dritte Reihe stricke ich jetzt alle Maschen rechts. So, ich habe alle Maschen rechts gestrickt, die Randmasche habe ich auch rechts gestrickt. Jetzt wende ich und stricken wir die nächste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine rechts, eine links und so weiter. Und wie gesagt, wir wiederholen stets die erste und die zweite Reihe. Die erste Reihe sind immer alle Maschen rechts und in der zweiten Reihe stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links. Also ich habe jetzt ein paar Reihen gestrickt. So schaut die rechte Seite aus. So schaut die linke Seite aus. Ein schönes und sehr einfaches Muster, passt bestimmt auch sehr gut für Mützen. So, und dann stricken wir noch ein paar weitere Muster, ganz einfache. So, dann stricken wir das zweite Muster, ist auch ein sehr ähnliches Muster wie das erste. Also die erste Reihe stricke ich alle Maschen rechts, die Randmasche hebe ich ab und dann stricke ich alle Maschen rechts. So, die Randmasche stricke ich auch rechts. Man kann die aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. Jetzt wende ich alles und die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich alle Maschen links.
So, die Randmasche habe ich rechts gestrickt und jetzt wende ich. So, jetzt stricken wir die dritte Reihe und ich stricke jetzt die Randmasche, hebe ich ab, dann stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine rechts, eine links und so weiter. Das ist Musterrapport für diese Reihe, eine Masche rechts, eine Masche links, eine rechts, eine links und so weiter. So, am Ende der Reihe habe ich eine linke Masche gestrickt und die Randmasche stricke ich auch rechts. Und jetzt wiederholen wir alles auf die ersten Reihe. Also die Reihe stricken wir noch alle Maschen links und dann wiederholen wir ab der, das ist die vierte Reihe, also das heißt, ich hebe die Randmasche ab. Und jetzt stricke ich alle Maschen links, auch die rechten Maschen stricke ich links. So, alle Maschen links stricken. So, die Randmasche habe ich rechts gestrickt und jetzt wende ich. Und jetzt wiederhole ich ab die ersten Reihe. Das heißt, ich stricke jetzt eine Masche, eine Reihe rechte Maschen. Zweite Reihe linke Maschen. Dritte Reihe im Wechsel, eine Masche rechts, eine Masche links, die Randmasche hebe ich ab, eine Masche rechts, eine Masche links, eine rechts, eine links. Und die vierte Reihe, alle Maschen links. Auch die rechten Maschen stricke ich auch links. Und so stricken wir dann weiter, stets die erste und die vierte Reihen wiederholen. Also ich habe jetzt ein paar Reihen weiter gestrickt, so schaut das Muster aus. Ein wirklich sehr einfaches Muster, ist auch für Anfänger sehr gut geeignet. Schaut auf der rechten Seite aus und so schaut es auf der linken Seite aus. So, dann stricken wir mit euch noch ein drittes Muster, auch ein sehr einfaches Muster. Maschenanzahl für dieses Muster ist teilbar durch 6 plus 2 Randmaschen. Also ich habe dann 18 plus 2, das sind 20 Maschen für dieses Stückchen. Also die Randmasche hebe ich ab und die erste Reihe, ich stricke alle Maschen rechts. So, am Ende der Reihe stricke ich die letzte Masche rechts und die Randmasche stricke ich auch rechts. Man kann diese aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. So, jetzt wende ich. So, dann stricke ich die Randmasche, hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts, 4 Maschen links. Das ist Musterrapport, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links. Zwei Maschen rechts, 4 Maschen links. Und die Randmasche, wie ich schon sagte, stricke ich rechts. So, jetzt wende ich alles. So, jetzt stricke ich wieder alle Maschen rechts, also alle ungeraden Reihen, die erste, dritte und so weiter, stricken wir immer alle Maschen rechts. Also das ist die dritte Reihe,
stricke hier alle Maschen rechts, auch die linken Maschen stricke ich rechts. So schaut es aus und jetzt wende ich. Stricken wir die 4. Reihe. So, jetzt stricke ich 3 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, das wiederholen wir wieder wie in der Reihe davor, also 4 Maschen links, 2 Maschen rechts. Und am Ende der Reihe stricke ich eine Masche links und die Randmasche. Jetzt wende ich und stricke alle Maschen rechts. Auch die linken Maschen stricke ich rechts. So schaut es aus. Jetzt wende ich und wiederhole alles ab der ersten Reihe. Jetzt stricke ich die Randmasche, hebe ich ab, dann stricke ich 2 Maschen rechts, 4 Maschen links, 2 Maschen rechts, 4 Maschen links, 2 rechts, 4 links. Die Randmasche stricke ich auch rechts. Jetzt wende ich. Und stricke ich alle Maschen rechts. Das ist eigentlich schon die 3. Reihe. Also wir haben davor die 2. Reihe bereits wiederholt. So, also die ersten 4 Reihen werde stets wiederholt. So schaut das Muster dann aus. Auch ein sehr, sehr einfaches Muster. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.